Hallo, hier ist Dan vom Pomade-Shop. Ich hoffe, euch geht's gut und willkommen zu einem neuen Video. Bis gleich. Hallo, mein Name ist Dan und heute geht es um die ganz großen Klassiker und zwar um die klassischen Pomaden der Marke DAX in ihren bunten Dosen. Denn es ist gar nicht mal so leicht, da einen Überblick zu behalten. Es gibt eine rote Dose, es gibt eine grüne Dose, eine blaue Dose, es gibt eine orangene Dose, dann gibt es eine bunte Dose, eine weitere bunte Dose und so geht's weiter. Wie soll man da den Überblick behalten? Warum ich jetzt hier mich diesen Pomaden widmen möchte, ist, weil bevor ich mit Pomade-Shop angefangen habe, hatte ich selber überhaupt gar keinen Überblick und wollte mir da mehr Informationen bei einem Anbieter holen. Aber auf deren Website, habe geschaut und habe dann angerufen, habe gefragt, ja, du, wo ist denn der Unterschied zwischen der und der? Da war zuerst mal Stille am anderen Ende des Telefons und da hieß es, ja, das werden wahrscheinlich die Härtegrade sein, aber der Chef würde sich auskennen, der ist zwar nicht da, er würde mich aber zurückrufen. Und das Faszinierende ist, daran hat sich nicht besonders viel geändert, weil vor kurzem hat mich ein Kunde genau darauf auch angesprochen, hat gesagt, Mensch, kannst du mal einen Überblick über diese DAX-Pomaden machen? Denn es ist wirklich nicht so leicht, sich da zurecht zu finden. Und das wollen wir jetzt mal versuchen aufzulösen. Die schiebe ich also daher alle mal zur Seite aus dem Bild. Und wir legen mal los mit der ersten Pomade. Das ist die DAX Wave and Groom. Das ist eine feste Pomade. Das ist auch die bekannteste und beliebteste Pomade von DAX. Innen drin schaut sie so aus. Die ist zwar mittelfest in der Anwendung, aber schön fest im Halt. Und das Pendant dazu ist DAX Short and Neat. Ist weich und die ist uns auch wirklich ausgelaufen bei 30 Grad hier. Die ist vollgepumpt mit Öl, Kokosöl, Rizinusöl, Vaseline und Mineralöl. Also wirklich eine schöne klassische Pomade. Dann haben wir einen weiteren Klassiker. Das ist die DAX Green and Gold oder auch grüne DAX genannt. Die schaut so innen drin aus. Auch wunderbar voll mit ganz tollen Inhaltsstoffen, ebenfalls chemiefrei. Und jetzt wird es kompliziert. Dann kommt eine orangene dazu und die würden wir zwischen diesen beiden ansiedeln. Das heißt, die ist eher mittelfest. Wir schauen sie uns ebenfalls mal an. So schaut sie aus. Und die beiden Pomaden im Military Look, die sind hier irgendwo dazwischen anzusiedeln. Und zwar die DAX High and Tight Awesome Shine. Die schaut so aus. Die würden wir jetzt mal hier. Und die DAX High and Tight Awesome Hold, so schaut's aus. Die würden wir hier wahrscheinlich ansiedeln. So, jetzt haben wir einen groben Überblick. Das heißt, wir haben eine weiche, immer noch weiche, eine mittelfeste, eine etwas festere mittelfeste. Die könnte man vielleicht mittelfest-fest bezeichnen und das hier wäre eine feste. Wir schauen uns mal die Düfte an und wir schauen uns auch mal die Konsistenzen an. Also die DAX Short and Neat, die hat einen wunderschönen Duft, so einen ganz leichten, pudrigen, leicht vanillig, leicht zitronigen Duft. Ganz, ganz mild ist das, wirklich wie ein Babypuder. Und die Konsistenz ist natürlich wie zu erwarten sehr weich, also richtig ölig und ist wunderbar zur Pflege der Kopfhaut, zum Vermeiden von Spliss, wenn man das in die Haarspitzen einträgt. Ganz leicht, nur ganz wenig da in die Haarspitzen eintragen. Oder natürlich perfekt, wenn man Glanz an den Seiten haben möchte. Ja, die glänzt ja ohne Ende. Das ist Öl pur. Die ist pflegend. Im Sommer ist das vielleicht weniger was, weil die läuft wirklich aus. Aber man kann die DAX Short and Neat oder die blaue DAX jederzeit verwenden zur Pflege für die kalte Jahreszeit. Ein ganz wunderbares Produkt. Die DAX High and Tight Awesome Shine. So ein leichter, pudrig, vanilliger Lavendelduft. Sehr mild. Die ist ebenfalls weich. Das seht ihr. Hier diese Zähigkeit, diese Klebrigkeit, die ist ganz toll bei den alten großen Pomaden. Diese Klebrigkeit, die hält die Haare zusammen. Ganz toll. Schönes Produkt. Dann kommen wir zur DAX Neat Waves. Die ist relativ neu, die kam vielleicht erst vor 10, 15 Jahren auf. Und da sehen wir, die ist schon hauchfester. Obwohl sie weich ist, gibt sie trotzdem einen ganz tollen, angenehmen Halt. Der nächste Kandidat ist DAX High and Tight Awesome Hold. Ja, die ist, da seht ihr das. Da ist diese Zähigkeit, diese Klebrigkeit. Also es ist gar nicht mal klebrig wie jetzt wie ein Kleber, aber es ist wirklich eine schöne Zähigkeit, die ist toll. Der Duft ist wahnsinnig mild, also ganz leicht Honig, ganz leicht holzig, aber wahnsinnig mild. So, dann kommt die nächste. Dann haben wir die DAX Green and Gold. Die schauen wir uns ebenfalls mal an. Die ist auch sehr beliebt.
Sehr, sehr milder Duft. Die Inhaltsstoffe sind super. Da haben wir Bienenwachs, Jojobaöl, Olivenöl, Distelöl. Also ist wirklich ganz toll pflegend und gibt auch einen schönen Halt. Oh ja, da sehen wir das. Ist da schon viel, viel fester. Also die DAX-Produkte insgesamt, die sind wirklich sehr gut für Anfänger, für jemanden, der ölbasierten Pomaden anfangen möchte. So, und jetzt kommen wir hier zu unserem absoluten Bestseller. Das ist die DAX Wave & Groom. Die kam bereits in den 80er Jahren nach Europa. Ja, schöner Duft. Ebenfalls pudrig, vanillig, aber da ist noch irgendetwas leicht Lavendel wahrscheinlich, also wirklich wunderschön. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Das ist wirklich schon ganz fest. Das hier sind die Originalpomaden. Aber die erste Pomade von DAX übrigens, das war eine ganz andere. Und zwar, das war die DAX Vegetable Oil Pomade. Also die DAX mit den pflanzlichen Ölen. Die hier gibt es nämlich seit 1954 und seitdem wird sie hergestellt. Früher hat sie anders ausgeschaut, das zeige ich euch mal. Hier im Buch, im Pomadebuch. So hat sie ausgeschaut. Und die DAX Vegetable Oil Pomade heißt inzwischen DAX Bergamot Pomade, also Bergamot nach der Frucht, nach dieser zitrischen Frucht benannt. Ja, von der ist nur ganz ein Hauch drin. Ansonsten riecht es wirklich wie klassische Pomaden der 40er, 50er Jahren. Schönes Produkt, wenn man alte, echte Oldschool-Produkte mag. Die probieren wir jetzt auch mal aus. Die zerläuft ja. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, aber das ist ja Öl pur. Das, was vielleicht wenige wussten, ist, DAX stammt ursprünglich von einem deutschen Apotheker, und zwar von Hermann Bley, der in den 40er Jahren vor den Nazis aus dem Konzentrationslager nach Amerika geflogen ist. Und der fing dann Ende der 40er Jahre an, in seiner Garage zu experimentieren mit Pomaden, weil er merkte, dass da der Bedarf nach qualitativer Pomade besteht, und startete dann 1954 sein bis heute bekanntes und beliebtes Unternehmen DAX mit eben diesem Produkt. Und als kleines Goodie zeige ich euch noch das Design von früher. So hat das nämlich ausgeschaut. Das hier ist eine alte DAX Pressing Oil, hier mit einem ganz tollen Design im Velmore Look. Erinnert ein bisschen der Stil dieser Zeichnungen an Sweet Georgia Brown, an Murray's. Das war der beliebte, bekannte Stil damals. Noch in Glas. Und übrigens stammt aber aus Ende der 70er, 80er Jahre, weil hier der EN-Code dran ist. Der wurde erst Ende der 70er Jahre eingeführt. Und trotzdem hat man dieses wunderbare Design beibehalten. Das war der kleine Überblick über die DAX-Pomaden. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr probiert mal die Produkte auch mal aus. Sind wirklich ganz wunderbare, tolle Produkte, vor allem für den Einstieg in ölbasierte Pomaden. Da kann man nichts falsch machen mit den Produkten von DAX. Also mein Daumen nach oben, und euch wünsche ich viel Spaß beim Entdecken, beim Stylen, beim Ausprobieren, und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Stan. Macht's gut.